Für knapp 50.000 Euro gibt es diesen Tabot. Ich war da mal kurz drin. Der hat so ziemlich wahrscheinlich das größte Bad, das du hier in einem Wohnwagen oder Wohnmobil findest. Das ist der Hammer. Ich fühle mich einfach in einem Wohnwagen immer auch ein bisschen zu Hause noch. Total. Mega. Schau dir das mal an. Ich dachte gerade, wow, oder? Das ist dieser Wow-Effekt, wenn du reingehst. Ja. Huch. Der schon wieder. Aber das Bett ist auch nicht größer wie bei unserem Hinaus. Das Bett ist auch nicht größer wie bei unserem Hinaus. Doch, das kannst du rausschieben. Ja, bei unseren Knaus, die wir mal hatten, den haben wir ja nicht mehr. Was heißt Kombiheizung inklusive Stromereinnahme? Das ist alte Heizung, oder? Was ist das? Nein, das ist keine Stromheizung. Kombiheizung. Schau dir mal die riesen Küche an. Troma bedient halt hier keine alte Heizung reinmachen. Man kann es bestimmt bestellen. Ja, schau mal. Ist jetzt hier riesig, oder? Du hast das Gefühl, du stehst in so einem Slide-Out drin. Das ist ja. Ja, die ist halt 2,50 breit. Ja? Das ist ja der Hammer, oder? Ach, nee, ey. Kannst du drin verlaufen? Schau dir das an. Wow, das sind wir. Ja. Also ich meine, das ist ja riesig. Links-rechts Kühlschrank. Ja. Ja, und hier kannst du Fernsehen machen. Und das Bett kannst du vorziehen. Hier kannst du es rausziehen. Und dann ist hinten noch. Aber dann bleibt das ja da. Nein, das kannst du auch mit rausziehen. Ja, doch. Okay. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Und dann hast du halt hier viel Platz zum Durchlaufen, wenn du es jetzt rein magst. Leg dich mal rein. Von der Länge her? Ja. Passt. Ja, das Passt. war bei mir auch knapp. Wieso, du schläfst doch hinten? Ich habe vorne geschlafen. Ja, aber. Ja, aber ich meinte, es müsste eigentlich gehen. Aber wer liegt auch bitteschön so im Bett und schläft so? Warum? Aber normal liegt man irgendwie seitlich und hat die Füße. Also ich. Ich lege mich auch mal langs hin. Echt? Langs? Ja, Guten Tag. ich habe gerade irgendwas an lange Hier ist noch mal ein Schrank. Hier kannst einziehen. Da kannst du so viele Klamotten mitnehmen. Da. Oder Schuhe. Ich will nichts gesagt haben. Schau hier mal an. Eieiei. Aber wegen was ich euch hier reingelotst habe, ich müsste das Bad angucken. Ich bin echt platt. Ich meine, da kann die ganze Familie auf einmal ins Bad gehen. Ja, schau dir das an. Komm mal rein. Ach du Scheiße. Ha? Ist das riesig, oder? Das ist ja der Hammer. Das ist Luxus für unterwegs. Voll viel Platz. Oh, jetzt sehe ich die schon doppelt. Also ich war jetzt gerade echt platt, ne? Überleg mal, wenn wir da jetzt unsere Sachen reinpacken würden, die wir jetzt so im Wohnmobil drin haben, dann wäre nur die Hälfte voll. Sie hat so viel Stauraum, dass sie hier quasi schon einen begehbaren Kleiderschrank draus machen könnte aus diesem Bad. Ja, aber so wie ich meine Frau kenne, finde ich den auch voll. Echt? Tja. Das sage ich mal nicht so. Krass. Ja. Also unser Bad zu Hause ist auch nicht so arg viel größer, wenn ich das mal sagen darf. Krass. Das geht nicht auf, ne? Nee. Was ist denn da drin? Da? Ja, nochmal ein Schrank. Ich
sag ja, du kannst hier einen begehbaren Kleiderschrank draus machen. So riesig ist das. Okay. Ist ja krass. Wie ein Hotel. Sitzflächenvergrößerung in Serie. Was ist das hier unten drin? Die Heizung. Die Heizung. Die Troma. Mhm. Okay. Naja, das sieht natürlich auch mega. Ist halt ein Carport, hat auch seinen Preis, ne? Jupp. Aber ist auch gerechtfertigt. 61.000. Also jetzt in dieser Ausstattung. Grundausstattung 42. Eieiei. Nicht schlecht. Nicht Na gut. Schlecht, nicht schlecht. Ach, schau mal, was ich da gerade noch entdeckt habe. Ach, das haben wir vorhin schon. Ich dachte gerade, das Ja, jetzt muss ich aber dazu sagen, der hat alles an Schickimicki, was er eigentlich braucht. Der hat sogar Hochstützen. echt. Oder Ja. die Nee, braucht kann man nicht sagen. Kurbelstützen elektrisch. Nicht kann. Ja. Nicht schlecht. Du, bei der Länge ist das schon krass, ne? Elektrische Kurbelstützen, ja.